Also natürlich habe ich irgendwie Sachen im Kopf von irgendwie einer Welt, die nicht durchzogen ist von Gewalt, die nicht strukturelle Gewalt ausübt, in welchen Formen auch immer. Gleichzeitig finde ich es mega schwer, sich das konkret auszumalen, weil also ich kenne ja nur das, was ich kenne. Und sozusagen darüber hinaus zu gehen und sich frei zu machen davon und irgendwie sich ein Leben oder ein Sein vorzustellen, was nicht darin verhaftet ist oder was sich nicht einfach nur abarbeitet an dem, was scheiße läuft, fällt mir tatsächlich relativ schwer. So. Genau, es gibt kleine Utopien, wo man sagen kann, okay, das ist irgendwie was man für sich umsetzen kann. Dann gibt es halt die große Utopie von einer Welt, in der sich alle verstehen und niemand sich diskriminiert fühlt und alle frei sind. Ich glaube, wir sind eine Band aus Bayern. Für uns gestaltet sich eine Utopie schon mal anders wie für Bands, die nicht aus Bayern sind. Für uns ist eigentlich schon eine Utopie, Konzerte außerhalb von Bayern zu spielen, zum Beispiel auf so einem Festival wie das hier ist. Die ganzen anderen Punks haben bestimmt sich irgendeine kommunistische Welt vorgestellt, wo man nicht arbeiten muss. Und ich glaube, das ist auch meine Utopie. Ich glaube, dass es eine andere Gesellschaftsstrukturierung geben kann und dass wir maßgeblich die Verantwortung dafür tragen, dass es die geben wird. And because I also think that this is gonna be an organic change and it's gonna be really slow, I think that it's basically taking as a responsibility of yours to work to create the change that you want to see. Also meine Utopie ist ein gutes Leben für alle. Und mit gutes Leben meine ich ein Leben, was nicht in irgendeiner Weise prekär ist. Also wo jederzeit Obdach, Versorgung, also gegebenenfalls auch medizinische Versorgung gewährleistet ist, wo auch alle Grenzen und Bedürfnisse respektiert werden und das auch nicht in Frage gestellt wird. Wir müssten irgendwie politisch mündig sein, alle, und nicht nur irgendwie repräsentiert werden von irgendwem, sondern alle die Möglichkeit haben, uns selbst zu repräsentieren. Was mir halt sehr wichtig ist, sind aber halt auch diese ganzen, ja, wie man sagen kann, Identitätskämpfe, auch wenn ich das Wort Identitätspolitiken jetzt ja schon in den letzten Jahren eher negativ konnotiert wird, aber halt, ja, dass es halt dann auch eine wirkliche Gleichstellung bzw. keine Unterschiede mehr gibt zwischen was für ein Geschlecht man hat, was für eine Sexualität man auslebt, was für eine Race man hat oder halt diese ganze Scheiße, die halt Leute zurzeit eben auseinander differenziert. Wir sind jetzt hier in Thüringen und da sieht es jetzt nicht gerade politisch zumindest danach aus, dass hier was besser wird, sondern eher schlechter, was jetzt die AfD anbelangt. Und da wäre natürlich meine Utopie, dass wir irgendwie mal irgendwann zu einer Gesellschaft kommen, die irgendwie solidarisch miteinander ist. Und das geht für mich nur basisdemokratisch und auf möglichst kommunaler, kleiner Ebene. It wouldn't be just the perfect word for me, because I think that's if it's just my perfect word and it's just my ideas, it's already not perfect. Ein aufgehaltener Klimawandel zum Beispiel. Das finde ich so gerade eine ganz coole Sache. Toleranz ist mir, also ich würde mir halt auch mehr Toleranz wünschen. Toleranz gegenüber anderen Lebensmodellen, anderen, klar, Herkunft, Aussehen, all das. Aber wenn du heute, fängt ja schon damit an, dass wenn du heute als Frau halt sagst, so, nö, ich will keine Familie, da gibt's wenig Toleranz so. Und dass es nicht immer nur dieses eine Lebensmodell gibt, sondern dass halt Sachen parallel existieren können und Leute einfach dieses Anderssein irgendwie mehr anerkennen und als gleichwertig ansehen. Was ich an dem Begriff Utopie eigentlich ganz, ganz schön finde, dass Leute einfach nicht so an was denken sie, was realistisch ist, da stoppen, sondern einfach auch so ein bisschen gefördert werden, Fantasien zu entwickeln. Was sind so Idealvorstellungen und wo wollen wir eigentlich hin? Tradition und Gewohnheit.
Ja, gutes Leben. Eine Top-Frage. Gut lebe. Also ich finde ja irgendwie, man lebt ja in dieser Punkerblase schon ein bisschen so seine Utopie. Also, keine Ahnung, man fährt jedes Wochenende halt irgendwo hin, dann hat man super viel Spaß, lernt super viele nette Menschen kennen, kriegt Fressen und Saufen umsonst halt und wird dann irgendwie auch noch gefeiert, wenn man auf der Bühne steht halt so. Das ist ja eigentlich schon das geilste Leben, was man eigentlich erwarten kann. Und einfach auch eben diese Wertschätzung, finde ich, ist irgendwie so ein ganz großer Punkt. Wenn man sich wertgeschätzt fühlt für das, was man macht und jetzt nicht finanziell, dass man irgendwie Geld dafür bekommt, sondern sagen, hey, cool, ihr macht Musik, finden wir gut, oder hey, du machst Kunst, finden wir gut, mach das doch hier. Und nicht so, ja, mach das bitte woanders. Das ist irgendwie immer schade. Ich meine, für mich, wie wahrscheinlich die meisten anderen, die jetzt hier antworten, wäre es wahrscheinlich irgendwie, dass man dann viel Musik machen kann, mit anderen Leuten und anderen Leuten das zeigen kann. Das ist wahrscheinlich nicht für alle so das Geilste. Und bestimmt haben Leute auch Bock, dann irgendeine Arbeit zu machen, die jetzt als Lohnarbeit gemacht wird. Nur halt vielleicht einfach nicht putzen oder so. Oder schwäbische Feinkost an Snobs verkaufen, wie ich das gerade mache. Naja, versuche ich mich gerade im guten Leben zu üben, was ich vorher nie gemacht habe. Und zwar, gutes Leben heißt eigentlich weniger arbeiten, der Arbeit weniger Bedeutung beimessen. Naja, was du eben sagtest, vielleicht ein bisschen hedonistischer. Ein Community-basiertes, also zu gucken, wie es uns miteinander geht und wie wir das miteinander gestalten, ist für mich quasi so ein Weg, um in eine bessere Zukunft irgendwie zu kommen. Auch da Alternativen zu finden, wo man gemeinschaftlich leben kann, wo man gemeinschaftlich auch vor allem Care-Arbeit irgendwie übernimmt. Und das auch nicht nur in der Studiezeit, sondern halt, das finde ich ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor, bei dem ich immer so das Gefühl habe, dass das noch weiter ausgearbeitet werden muss, eben im Alter halt so was passiert, wenn man halt dann irgendwann mal ja, mit 70, 80 halt darauf angewiesen ist, irgendwie gepflegt zu werden, Unterstützung, weil es halt der Körper es einfach nicht mehr mitmacht. Ja, kompliziert von so vagen Begriffen wirklich zu was Konkreten dann zu kommen und weil es ja im Endeffekt dann irgendwie was ist, was irgendwie in einem Konsens irgendwie ausgehandelt werden muss, wo man irgendwie schaut, so deswegen ich auch immer nicht, wie viel Sinn das macht, das zu konkret für mich selbst zu machen und dann irgendwie nicht mehr davon abweichen zu wollen, weil ich das jetzt für mich herausgefunden habe, dass das jetzt so allgemeingültig ist. Das ist halt irgendwie immer wichtig, das immer wieder zu hinterfragen. Theory is good, but instead of spending too much time on the theoretical thing of it, start going into action and let people figure out those thoughts on their own again and sit down and think, what is it that you think government should be like? And let people give them their ideas. And do you know that someone had already had this idea that you had? Also für mich ist ein gutes Leben ein Leben, in dem ich Zeit habe, meinen Interessen nachzugehen, in der ich Zeit habe, um mit FreundInnen und Familie zusammen zu sein und auch ein Leben, in dem ich irgendwie einen Sinn sehe in dem, was ich tue. Ich glaube, irgendwie ein gutes Leben wäre halt eine Welt zu haben, in der alle ohne Angst verschieden sein können. Das ist jetzt das Zitat so. Also in erster Linie in den kapitalistischen Verhältnissen. Ja, aber ich glaube, damit kann man es eigentlich ganz gut auf den Punkt bringen. I think like the first, most basic level is the thing that I get back to, I guess, is treating it as an unreachable thing. Saying to people that this is a utopia, this is impossible anyway, you're not being reasonable, this is not feasible. You have to think in simpler terms. I think that's putting a limit into people's imagination, and most of the things that we're capable of imagining, we're also capable of
creating. Also ich würde sagen, erster Schritt ist natürlich die Abschaffung des Kapitalismus global, denn Kapitalismus beruht auf der Aufrechterhaltung von diskriminierenden Strukturen. Lohnarbeit ist natürlich irgendwie ein Widerstand, da müssen irgendwie alle drüber. Das ist aber ich glaube gar nicht so ein unwesentlicher Teil tatsächlich auch. Und das ist das eine, was in der Recherche, was ich so interessant fand, dass es ja dieses eine sehr prominente Zitat gibt: Es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Und da habe ich so gedacht, krass abgefahren, das kann nicht sein. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass Leute wieder an das Ende des Kapitalismus glauben und auch dafür wirklich auch einsteigen und das beenden und das mit einer Auflösung dessen mitzutragen. Und ich glaube, ein Widerstand, oder wenn ich aus meiner Perspektive spreche, ich glaube, ein Widerstand, der hier total da ist, dass es viel zu leicht ist, sich auf Kosten anderer sein Leben zu führen. So. Was man alles verlieren muss, um überhaupt dann radikal aktiv zu werden. Und sehe das hier tatsächlich nicht so richtig stark. Genau, und auch wenn man so aktiv dagegen ankämpft, hat man halt einfach so viele Grenzen und Barrikaden um sich rum. Genau, dass es einfach manchmal leichter erscheint, sich so zurückzulehnen und es einfach weiterzumachen. Weil du ja auch meintest, so eigentlich, also uns geht's ja gut, in Anführungsstrichen. Ja. Resistance is gonna be there. You know, nobody's gonna give away power easily and be saying like, yeah, you're great. I'm totally aware of all my privileges and I'm just gonna give them out now after generations of living with them. It's not gonna happen. So das Grobgefühl dann doch eben, es gibt einen rechtskonservativen bis rechtspopulistischen Backlash, der halt sich auch auf Werte, auf Normen, auf das Miteinander in den Menschen in der Gesellschaft auseinandersetzt. Was ich mich halt gerade so in Bezug auf Rechtsradikalismus immer frage, ist so, warum brauchen Leute ihre eigene Herkunft so stark als Identität? Also warum können wir in der Gesellschaft nicht andere Werte finden, durch die wir uns definieren, als durch unsere Herkunft? Vom Jobcenter geknechtet zu werden oder auch soziale Zwänge, die man natürlich irgendwie erlebt. So irgendwie, ich muss jetzt meinen hotten Beachbuddy haben und muss irgendwie mit 30 geheiratet und ein Haus gekauft haben und halt so ein Quatsch. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein Ding heute, dass man viel von sich selber erwartet und das erreichen möchte, anstatt das zu machen, worauf man Bock hat. Auch manchmal so ein grober Umgang einfach, dass sich das bei manchen so eingebürgert hat, dass man sich halt immer mit Schimpfworten bezeichnen muss, um irgendwie lustig zu sein oder sowas. Und wir müssen halt irgendwie immer schauen, wo wir unsere Kämpfe dann austragen. Und da ist es bestimmt dann sinnvoll, bei sich selbst anzufangen und irgendwie zu schauen, einigermaßen kohärent irgendwie mit dem zu sein, was wir irgendwie wichtig finden. Auch wenn wir uns aber trotzdem verzeihen, vielleicht, wenn wir manchmal an uns selber scheitern. Also es macht auch keinen Sinn, sich irgendwie fertig zu machen. Das wirkt ja manchmal, wenn man sich mit Leuten unterhält, so ein bisschen auswendig gelernt, so das und das muss sein. Aber ich finde, das zeigt halt auch, dass halt super viele Leute irgendwie so eine gleiche Ansicht oder eine ähnliche Ansicht haben, von wegen, was halt irgendwie falsch läuft, was man dagegen irgendwie machen kann. Frage noch. Ich glaube aber wirklich schon, dass man. Ich glaube wirklich, dass man schon auch viel einfach selbst machen kann. Und vor allem, wenn man sich in so einem subkulturellen Kreis befindet, dass man einfach selbst Konzerte veranstalten kann. Und ich habe das selbst gemacht und das war für mich irgendwie sehr
bereichern. Genau, also das sind Testgebiete, in denen ich und andere Menschen auch, also wo wir zusammen testen können, ob diese Vorstellungen funktionieren und wie man eventuell auch sich eventuell auf Kompromisse einlassen muss, um das halt eben im Endeffekt umsetzen zu können. Gerade das, was dann halt stattfindet in so DIY-Strukturen, ist eigentlich dann so, dass jetzt halt erproben einer Utopie, irgendwie so Utopie halt jetzt leben und gemeinsam herausfinden, wie man Dinge machen will, wie irgendwie Mensch dahin kommt und die dann halt zu realisieren. Und ich erlebe das super oft, dass vor allem viele junge Frauen mir so positive Rückmeldungen geben, dass sie gesagt haben, das war für mich einfach ein besonderes Erlebnis. Und ich habe mich von dir ins Boot geholt gefühlt und habe mich angesprochen gefühlt. Und das flasht mich total. Also da habe ich dann auf einmal krass gemerkt, dass es ein überwältigendes Gefühl gab, wenn man davon dass man anscheinend irgendwie so selbstwirksam auch ist. Also ich habe mit 15 in meiner ersten Punkband gespielt und da war das für mich total krass, sowas ausprobieren zu können, Musik mit anderen Leuten zu machen, irgendwie dann auch mal 1, 2 Konzerte im Jutz vor nur Freunden zu spielen, so, und alle fanden es scheiße. Dass man da irgendwie so eine Utopie langsam aufbauen kann, irgendwie, dass es irgendwie Hand in Hand läuft und dass man irgendwie sagt, okay, ich verstehe deinen Punkt, ich kann den nicht nachvollziehen, aber wir versuchen trotzdem, dass wir irgendwie für uns beide einen Kompromiss finden. Das ist irgendwie es klappt ganz gut. Stimmt eigentlich. Ja. Es ist auch super schön, da so ein Netz zu haben, ne? Also ein Netz von wirklich netten Leuten, wo man denkt, okay, man ist irgendwie auf einer Wellenlänge, kämpft irgendwie für das Gleiche und hat so ein Geben- und Nehmen-Ding, ne? Es ist wirklich dieses Dinge tun, weil du Bock drauf hast und einander zu unterstützen. Und ja, ich denke gerade irgendwie mit Punktproblemen irgendwie am Schlagzeug einspringen, spontan und 3 Tage auf Tour gehen und geile Strukturen kennenlernen. Das ist für mich so ein ganz cooles Paradebeispiel, wo ich das für mich irgendwie schön hinbekommen habe. Also ich glaube, einerseits ist das halt eine Notwendigkeit in der jetzigen Gesellschaft einfach. Es gibt die Bubble, in der man sich bewegt, die man aber auch gerade einfach vielleicht haben muss, um sich ausprobieren zu können. Das ist halt Fluch und Segen zugleich, weil es gibt super viele tolle Projekte, Ansätze, Ideen, die halt in dieser Blase, linke Szene, DIY-Szene irgendwie ausprobiert und verwirklicht werden. Aber gleichzeitig werden dadurch halt auch die Grenzen aufgezeigt, weil es halt nicht oder nur schwer über diese Blase hinausgeht. Auf der einen Seite für mich ist es mega gut und macht einen großen Teil meines Lebens aus, dass ich mich darin bewegen kann. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wie klein das ist, was für eine kleine Mini-Nische das ist, in der man sich irgendwie so tummelt. Und natürlich ist es auch nicht so, dass in der Blase alles total geil ist, ne? Also so. Das ist erstmal utopisch, weil es total viele Räume sind, irgendwie, die ich schon gesehen habe, irgendwie viele Traumorte, an denen ich war, wo ich sonst nicht so einfach hingekommen bin und auch so viele Unorte, an denen ich war, an die ich erst recht nie gekommen wäre, aber an denen ich trotzdem eine schöne Zeit hatte. Ich habe echt Konzerte in echt irgendwie komischen Städten gespielt, wo ich jetzt auch unter anderen Umständen nicht hin zurück wollen würde, aber unter den Umständen war ich da sehr gerne. Und auch sehr schöne Städte, die man einfach nicht kennt und in denen man irgendwie landet. Und schon eine krasse Möglichkeit, alles einfach über Facebook im Grunde irgendwelche Leute kennenzulernen, die da irgendwie Bock drauf haben und sich dann halt so einen Scheiß geben, irgendwie von so einem Haufen nerviger Typen, die dann irgendwo einfallen und dann auch noch Spaß haben dabei. So, das machen wir mit unseren Bands irgendwie, damit da können wir dann irgendwie auch das genießen, mal woanders hinzufahren und dann wird uns irgendwie was gemacht, aber auf der anderen Seite machen wir dann mit unserer Konzertgruppe dann auch in Köln Veranstaltungen, wo wir dann sozusagen mal die Arbeit drumherum irgendwie erledigen. There is work that needs to be done in the world, and I think these people are basically doing it without needing someone to tell them that it has to be done. They're seeing it and they're going after the solutions. Yeah. Ja, auf der einen Seite ist es irgendwie Spaß und Freizeit und irgendwie zusammen mit Menschen Musik zu machen, auf Konzerte zu gehen, zu feiern, ist einfach schön. Und vor allem, wenn es dann auch irgendwie inhaltlich in der Musik um was geht und die Botschaften relativ klar sind und eindeutig, dann schweißt es zusammen. Und es ist natürlich auch wichtig, die Komponente zu haben, darüber zu diskutieren und
Es gibt nicht immer einfache Lösungen, aber im Punk kann man zumindest klar einen Konsens finden in das finden wir auch alle und das können wir mitgrölen und das ist in dem Moment okay und das ist gut. Und es empowert unglaublich dolle, mit so vielen Menschen dann zusammen diese Musik zu machen. Also Punk ist für mich vor allem mehr als Musik. Und deswegen finde ich es total gut, auch mal über Inhaltliches zu sprechen. Ich habe da so ein ganz großes Gefühl irgendwie dahinter von so, ja genau so muss es doch sein, genau so soll es doch laufen und warum geht das nicht überall und warum ist es quasi so ein kleiner Zweig, wo ich mich irgendwie so irgendwann mal rein verirrt habe. Da ging es nie darum, irgendwie groß besser zu werden oder irgendwie irgendein Ziel zu erreichen, sondern einfach nur halt Spaß zu haben und irgendwie, ja, aber auch wichtige Themen zu behandeln. Und das fand ich eigentlich immer ganz schön. Diese ganze Punk-DIY-Geschichte ist irgendwie total offen für Änderungen. Das fand ich irgendwie immer das wollte ich gerade sagen, das finde ich das Wichtigste und auch das Angenehmste. Selbst wenn irgendwas scheiße läuft, diese Reflexionsbereitschaft ist immer da. Ja, du kannst. Wie meinst du denn? Wie du willst. Ich denke mal, dieser Konflikt, der ist für mich relativ hart. Man will ja mit diesem DIY, dem kapitalistischen System sozusagen einen Gegenentwurf, einen Gegenentwurf, der aus hemmungsloser Selbstausbeutung besteht, während die Konsumenten da eher so ein bisschen an der Seite stehen. Wir kennen das selber aus unserer eigenen Kollektivvergangenheit. Da gibt es schon auch immer so einen krassen Unterschied. Auf jeden Fall. Da gibt es einfach Leute, die einfach 40 Stunden ehrenamtlich arbeiten halt. Und dann irgendwie nach einem halben Jahr so mit dem Burnout dastehen für die Utopie. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Genau. And I think that's a lot of what's going on in the DIY and the punk scene. There's a lot of people who are just there for the fun. But there's a lot of people who are there to put on the work. Ich meine, ich sag mal, für Leute, die einigermaßen was auf der Pfanne haben und dann durch diese DIY-Schule gehen oder auch durch diese Hardcore-Schule und studieren gerade und so, das sind ja alles ganz hoffnungsvolle Karrieren in der bürgerlichen Welt, meines Erachtens. Also das ist so für mich so absolut die Kehrseite von diesen DIY. Punk ist für mich einfach schon auch ein Schutzraum in meiner Definition davon. Es gibt natürlich auch viel Kacke, die da passiert, die ich bereit bin zu kritisieren oder die ich dauerhaft kritisiere, mit denen ich mich ja auch dauerhaft auseinandersetzen muss. Aber so mein Grundverständnis vom Punk ist schon erstmal ein positives und ein solidarisches vor allem. Wie auch immer die Utopie aussieht, aber können wir natürlich auch in kleinen Räumen, in alltäglichem Handeln irgendwie schon anfangen zu schaffen. Und das ist auch Teil davon, glaube ich. Letztendlich hat man im Freiraum nur den Raum zum Diskutieren. Den hast du nicht auf Arbeit, den hast du auch nur auf der Straße mit irgendwelchen Bürgern. Diese Konzerte oder Veranstaltungen, die man irgendwie dann macht, einfach ganz deutlich auch in einen politischen Kontext setzen. So, und das nicht als reine Bespaßung irgendwie sehen. Und klar darf das Spaß machen und macht's ja auch und kann sich dabei auch einen reinsaufen. Aber ich und die Leute, mit denen wir es machen, brauchen da halt irgendwie ein bisschen mehr. Und ich finde, immer wenn man da zusammenkommt und so Sachen macht, ist es halt irgendwie ein geiles Gefühl zu sehen, okay, man schafft was gerade zusammen. Man kann vielleicht sogar auch ein bisschen Kohle zusammenbringen, um halt wieder irgendwie Projekte, die andere Menschen irgendwie machen, zu unterstützen oder mitzufinanzieren. Und was ich halt ziemlich cooles Mittel finde, dass wir als nicht kommerzielle Band quasi mal die Möglichkeit haben, halt diese ganzen Soli-Konzerte, also dass man quasi Räume, in denen wir spielen, eben auch immer finanziell zu unterstützen, quasi, indem man sagt, wir spielen halt für Umme und ja. Alles gut. Wo ist denn der Eingang? Also gleich unser 100. Konzert. Aber das weiß natürlich nur die Person, die so eine nerdige Excel-Tabelle hat. Deswegen holen wir jetzt noch eine kleine Überraschung.
Vielleicht unästhetisch wäre halt auch noch geil, ne? Lieber sowas, so eine Packung Chips oder so. Genau, wir nehmen jetzt den Nougat-Chips als Boden und dann kommt die Sprühsahne oben drauf. Die ist sehr gut. Dann schreibe ich einfach mit dem Edding 100 drauf. Ja, wie wollen wir miteinander umgehen? Das ist geil, allgemeine Frage. Nett, bitte. Nett. Hilfsbereit, Hand in Hand. Es sollte irgendwie Platz geben für alle verschiedenen Menschen und gerade wenn wir sagen, wir wollen auch gesellschaftliche Zwänge ablegen, dann müssen wir einander auch so akzeptieren, wie wir sind. Und es kann manchmal anstrengend und nervig sein und es gibt viele verrückte Vögel und das ist aber auch gut so. Und wir sollten einander respektieren und allen diesen Freiraum geben, mündig zu sein, Entscheidungen zu treffen, auch Entscheidungen zu treffen, die mir manchmal nicht passen. Aber einfach so einen Respekt voreinander zu haben, die Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Nett und rücksichtsvoll, würde ich sagen. Also, in erster Linie Solidarität und aufeinander achten. Im Gespräch bleiben. Weiter gucken, dass es vorwärts geht. In einem positiven, progressiven Sinne natürlich. Ich möchte gerne eher viel mehr Leute empowern, sich auch zu trauen, auch unausgegorene Gedanken vielleicht einmal zur Diskussion zu stellen, Fehlerfreundlichkeit zu postulieren. Leben und vor allem leben lassen. Miteinander im Dialog zu bleiben, in Kommunikation zu bleiben. Auf die Bedürfnisse der anderen Leute achten, auf die eigenen Bedürfnisse achten, gucken, das in Ausgleich zu bringen. Ich glaube, das hat ganz viel mit Kommunikation und ehrlicher Kommunikation zu tun. Weniger Hass, weniger Scheißironie. Und eine Sache, die mir noch einfällt, ist, die ich wichtig finde, da hatten wir letztens auch drüber geredet, dass wie das eigentlich ist, wenn man in so einen, vor allem in so feministische Räume reingeht und in so Awareness-Strukturen irgendwie rein, dass das für viele von außen ist so, es gibt so Regeln und es gibt irgendwie Leute, die müssen Schichten machen und all sowas und das nervt dann und es soll dann irgendwie eingrenzen, ich darf mich nicht so verhalten, wie ich will und das finde ich halt mega schade, dass das oft begriffen wird als irgendwie eine Begrenzung und nicht irgendwie als eine Öffnung und irgendwie was total Gutes. Vielleicht diesen gedanklichen Schritt, okay, wie könnte das beim anderen ankommen, was ich gerade mache? Oder welchen Hintergrund hat der und wie könnte der das verstehen, wenn ich jetzt das und das tue? Dass man den vielleicht einfach automatischer mitdenkt und nicht immer nur macht und tut und von seinem eigenen Standpunkt ausgeht, sondern halt Empathie zeigt und sich kurz in die Lage des anderen versetzt. Aber ich glaube, dieser Gemeinschaftsgedanke, der ist auf jeden Fall so der wichtigste, weil ich glaube, so alleine geht man irgendwie ein. Und ja, ich kann auch nicht gut alleine sein. Hey! Ein Nougat-Pizza! Wow! Feuer zum Anzünden! Nougat! Ey, einmal jemand am Brandschutz! Ich will auch Das ist echt unser 100. Konzert und das ist irgendwie ziemlich krass. Ja, genau, das ist unser 100. Konzert und das ist nämlich genau das heißt, wie heißt wir. Es geht um Fragen und danach sind wir auch fertig. Sonst kommen auch die Bullen. Danke, das war mega schön. Danke für die Einladung.